So, hallo ihr Lieben. Hello everybody out there. I thought it needs one more video. So, ich habe mir gedacht, es braucht noch ein Video to resume Albania, um Albanien zusammenzufassen. So, as you know from my videos, I will switch between German and English. So wie ihr schon wisst, werde ich zwischen Deutsch und Englisch wechseln bei meinen Videos, damit alle was mitbekommen. I'm here now nearly 66 days, so about 3 months in Albania, mainly in the northwest and in the beach area between Veliboja on the north and Dale on the south. So that's not, that's a couple of kilometers only. So haben wir hauptsächlich am Strand aufgehalten zwischen Veliboje, exakt zwischen dem Buna-Delta und Dale südlich. Das Delta wird vergessen, wie es heißt. Das kann man nachforschen bei den Videos. And all the areas protected nearly. So das meiste hier ist unter Naturschutz. And I think it's the jeep. They're going with the jeep. So I think this is a just amazing area. As I told you, I was working on cruise ships many years. And I was in the Caribbean Sea, and then I was in Africa and Antarctica and the Mediterranean Sea, and on the Seychelles, so I know what I'm talking about. So wie ich schon erwähnt habe ich viele Jahre auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet und ich war auf sehr schönen Stränden in der Karibik, auf den Seychellen, in Afrika, im Mittelmeer, aber auch in Brasilien, in Miami, also die ganze Ostküste von Amerika, so the whole East Coast of America. So ich weiß schon, ich habe schon ein bisschen einen Vergleich zu verschiedenen Ländern. So I can compare because I saw many places. And I think Albania is just great. It's really amazing. And actually I don't want to go home. So ich finde halt Albanien ist ein wunderschönes Land. Ich spreche jetzt einmal nur vom Strand hier. Und ich kann mit vielen Ländern vergleichen und ich finde es außergewöhnlich schön. Also es hat einen sehr eigenwilligen Charakter. What I like on Albania is the diversity, so everybody is welcome. Even I'm with the big dog. I always found a place here in the northeast with the dog. Everybody's here on the beach, so they're families, they're tourists, they're fishermen. People going with their fancy jeeps on the beach, the cows lying around, the sheep, the goats. So es ist hier auf dem Strand alles möglich. Man sieht hier genauso Menschen, die mit dem Jeep den Strand abfahren, wie Kühe auf dem Strand liegen. Und sogar ich mit der Amy bin hier willkommen und finde immer einen Platz, wo wir unsere Freiheit haben, auch wenn die Menschen vielleicht das ein bisschen seltsam finden, weil sie das nicht so gewohnt sind, dass eine Frau alleine reist mit ihrem Hund, habe ich noch kein einziges Mal irgendwie eine blöde Antwort oder einen blöden Kommentar bekommen. Even if they are not used that maybe a woman is traveling with her dog, I never ever got any bad comment or I felt that they don't want me here. So I want to thank for this. So dafür möchte ich mich auch herzlich bedanken, weil es ist
nicht so üblich. Also ich kenne es aus meiner Region, dass man bald einmal, wenn man irgendjemand sieht, der nicht so dem Standard entspricht, einmal blöd angeschnauzt wird oder angeredet wird. Nicht alle, aber das kann passieren. Und das ist mir hier nicht passiert. So, 66 Days Albania. I didn't know what would happen to me when I arrived in Albania, because the first time in my life I didn't read any how you say it, Reiseführer. Now I forgot the word about it. Travel guides, like books about Albania. I didn't read anything about it. I just came here. The only thing I read about Albania that you can come here without a visa and without a quarantine. So das Einzige, was ich gewusst habe, ist, dass Albanien eben keine Quarantäne verlangt und dass man hierher reisen kann und dass das Land wärmer ist. So the only thing I knew that the country was warmer than my country. I'm from Austria. Und ich war so erstaunt. So I was so surprised about everything. Über alles war ich erstaunt. The nice people, the warm-hearted people, the way they do their farming, the gorgeous food they have, the modern way of life, the way they repair cars, the big families. So they're very important. You see when there is like Pfingsten, which is now, I don't know the English word for Pfingsten. There are many people on the beach in a family, and they do some grilling. They grill fish and bring dishes, and they all look very happy. So ich war sehr erstaunt, als ich hierher gekommen bin, weil ich habe, wie gesagt, nichts erwartet, und was mich hier angetroffen hat, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich habe nicht gerechnet mit so viel Gastfreundschaft, mit dem gesunden Essen, mit der modernen Art, das auch schon gibt. Es ist beides möglich in Albanien, das ganz Alte und auch das ganz Moderne. Ich war erstaunt, wie schnell sie mein Auto repariert haben und mit welcher Professionalität. And I like the direct way, they're very direct, That's what I like. So, ich mag das, wenn sie direkt sind, die Menschen, und auf mich zugehen und mir die Fragen einfach stellen und nicht hinter dem Rücken irgendwas zusammen sich reimen. So they just come and they ask, so what are you doing here? Are you married? Do you have kids? How is Austria? Everybody's dying in Austria. Why you wear a mask in Austria? So this is the direct way. Amy aus, ich tue gerade filmen. Amy heard something in the bag and she's protecting me. Maybe there was an animal or people going in the forest. Das heißt, die direkte Art hat mir auch gefallen. Lustig finde ich es natürlich diese Frage, die sich ständig wiederholt. Also das kommt mir ein bisschen so vor, ich war Jugendtrainerin. Und ich habe den Leuten immer gesagt, was ist deine Vision von Leben zur Jugend? Was ist deine Vision? Was möchtest du einmal im Leben erreichen? Und zeichne das auf. Und ich glaube, 98% haben das Gleiche aufgezeichnet, und das war immer ein großes Haus. Meistens ein Swimmingpool, 2 Kinder, einen Mann oder eine Frau, einen Hund oder eine Katze und ein cooles Auto. Das war ungefähr das Gleiche. So it was funny because they all asked me nearly the same question. It's like when I was youth trainer and I asked the young people, so what's your vision of life? And they all nearly had the same vision.
They all wanted a big house, they wanted to be married, have 2 kids and a dog or a cat, and maybe a swimming pool and a fancy car. So here's the question the same, are you married and do you have kids? But it's nice, so people are direct. I like the warm weather here. So since March, I'm nearly all the time outside. Also das warme Wetter, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also jetzt wird es dann schon sehr heiß für die Manu, weil aber ab 30 Grad ist es dann, für mich geht es noch, aber für die Amy ist es dann ungemütlich. So I like it when it has between 20 and 30 degrees. That's the right temperature for Manu and Amy. I would handle more and hotter temperatures, but Amy doesn't like it. She's a mixture of a husky and a Labrador, and you can feel the husky. Actually, she's a winter dog, so we are not sharing the same climate, Amy and me. So I like the summer and she likes the winter. So für die Amy wird es urmühsam ab 30 Grad, da merkt man, dass sie sich nicht mehr wohl fühlt und dann fühle ich mich auch nicht mehr wohl. Für alle Menschen, die aus der Kälte raus wollen und was anderes sehen wollen und nichts auf Pauschalierungen halten, denen kann ich das empfehlen, dass man da herfährt nach Albanien. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt eine Art, ich habe ja Tourismusausbildung und ich werde die Kategorien anlegen und unter anderem auch Hundefreundlichkeit und Frauenfreundlichkeit, und da hat Albanien auf jeden Fall überall einen 5 Sterne, weil ich habe überall hin können mit dem Hund. So I will make a category. I did a tourist school and I will make some testing of countries. I thought by myself, this is fancy, this is what I always wanted to do. I needed a mind swift because I thought I need to be employed to do this, but I don't. I have the Forestpod and I can do what I want. And I will give my comments to countries, also in case of how they treat women and dogs. And I think Albania has, they treated me very well. They need some mind switch when they keep the dogs on a 1 meter bench next to the house or to the dog hut, how you say, Hundehütte. So I don't know if this is necessary. Maybe it's better when you let the dog free in the garden. Then it can protect you also in a better way. But for me, we were very well treated in the country. So it's also possible on the beach to bring the dog. Until now, I don't know how it is in July and August. And in June, I thought maybe to come back in June, July and August, but I won't. I decided that I will come here again on September, October and November because it's the right climate for me. And I think we will, I don't know, because when I get a visa I will be here, but I don't force it, you know. I'm in my Simple Life project, I don't force anything. I am just going with the flow. So meine Devise ist jetzt im Moment, ich werde überhaupt nichts künstlich forcieren. Also alles, was sich ergibt, wird sich ergeben, und was sich nicht ergibt, ist nicht das Richtige für die Manu. Und ich habe mir zuerst gedacht, ich werde hier nochmal kommen nochmal Ende Juni bis Mitte Juli, aber das habe ich abgeschlossen, das mache ich ein anderes Mal, wenn die Amy gestorben ist, und jetzt nicht, weil die hält die Hitze nicht aus. Und für mich ist es dann urmühsam, wenn ich den Hund den ganzen Tag im Haus lassen muss, und dann habe ich, wenn ich müde vom Strand komme, dann die Verantwortung noch, dass ich mit der Amy noch spazieren gehen muss. Ich habe jetzt schon gemerkt, dass mehr und mehr Touristen kommen. So I found out that there are more and more tourists coming. I was working many years in tourism, also as a hotel manager. So I had enough. I like people a lot, but still for myself I like the quiet places. So and it's also a stress with Amy, with the dog. So I see people here coming
from Switzerland, from Germany, from Denmark, from the Netherlands, from Austria, from Montenegro, from Italy. I don't know this sign is R, S, Z. I have to think about what it is. I don't know. Maybe Serbia. I don't know which country it is. So many nationalities in Albania already. So, es gibt momentan ganz viele Touristen, die jetzt gerade herkommen. Ich habe schon Kennzeichen gesehen von Dänemark, den Niederlanden, von Belgien, von Italien, von Frankreich, von Deutschland, Österreich, der Schweiz, von Montenegro. Ein Kennzeichen kenne ich nicht, da muss ich jetzt nachschauen, welches das ist. Bulgarien habe ich auch gesehen. So, also jetzt beginnt die Saison hier und das merkt man auch. Also, dass ganz viel Tourismus in Albanien stattfindet. To bring it to an end, the statement, a Fazit-Statement. I heard a lot of bullshit about Albania. And in the first couple of days I was very, let me say, shy. So I always, when I come in a new country, I watch first, and see what's happening. And I found out this is all nonsense, what we hear about Albania and Austria. So the media is talking bullshit. I don't know if the travel information is right, because there it's written that you have to take care that people steal, and that's a dangerous country, but I don't think it is. So I was traveling, as I said, my whole life, and I knew about Rio de Janeiro, and we had a lot of problems there. So I didn't have one problem here in Albania with stealing or get stolen something. It was the opposite. People, 3 days ago, the man came run out of the supermarket and said, "Hey, you have a problem with your wheel, you have to need to check the wheel." So, der hat mir darauf hingewiesen, dass ich einen Platten habe am Reifen. Also ich bin immer nur auf Hilfe gestoßen. Also im Gegenteil, mir hat niemand was gestohlen. Ich habe mich kein einziges Mal bedroht gefühlt als Frau alleine hier. Ich habe nie Angst gehabt. Ich habe keine Besoffenen gesehen, die es oft in Rumänien gibt. Also da gibt es urviel Besoffene, die wirklich schon in den armen Dörfern am Vormittag schon so viel Schnaps im Kopf haben, dass man nicht weiß genau, was einem passieren kann. Ich möchte jetzt nicht Rumänien schlecht machen, aber das habe ich erlebt. Ich werde in diesem Kanal immer sagen, was ich erlebt habe. Das ist natürlich eine subjektive Meinung und keine objektive, weil ich bin ja nur eine Person. So I never saw drunk people here on the beach and nowhere. That's what I really like. Because I know it can happen worse thing when people are very drunk. I also had the experience in many countries, also when I was younger, when I was traveling, and also when you are in very poor villages, like in Romania, people are very drunk in the morning. So this is what I like in Albania. It's very modern. It's very modern. Also auch, dass das ein altmodisches Land ist, das kann man überhaupt nicht sagen. Ich habe gestern erst wieder ein Mädchen getroffen, die hatte auch falsche Wimpern oben, und ich habe sie darauf angesprochen. Und die Jugend ist komplett gleich modern, also wie auch in Österreich. So the young ones, the same modern as the Austrians. So I think we should, how to say this, in German I would say, die Pauschalierung, die ist nicht gerechtfertigt. Und ich wünsche jedem, dass er sich das schöne Land anschaut. Also mir hat das sehr gut gefallen und ich werde ganz sicher zurückkommen, also auch heuer wieder. So I hope that people will leave their bad attitude about Albania, and I for sure come back in autumn if the COVID crisis allows this.
because I fall in love in this country and the beaches and the people and the food and the lifestyle. So, das kann ich sagen zu Albanien. Also, ich freue mich, wenn ihr weiter meine Beiträge anhört. Die werden nicht regelmäßig kommen. Jetzt fährt die Manu mal nach Österreich, weil ich muss das Pickel fürs Auto machen und das kann ich nirgendwo anders machen und darum muss ich heimfahren. So I have to go home now because I have to make this vignette for the car and it's only allowed in Austria to do this. So I have to go home. There's no other choice. But I think if the COVID crisis allows this, I will come back in autumn here. Für Hundebesitzer, if you have a dog, I would recommend the north to the south because here you have many possibilities to go for a walk with your dog and you don't have the stress that you always have to put him on a leash or keep it in the house. So I never had problems also with street dogs. I don't know. So, bis zum nächsten Mal. Until the next videos, maybe from other places. I think after Albania, after a couple of weeks in Austria, I will go to Romania, to the Romanian forest, to the Apennine Mountains, exactly to the Trasco Mountains, to care to my friends. But we never know what life brings. Also nach Österreich habe ich vor, dass ich nach Rumänien fahre, zu meinen Freunden ins Apuseni-Gebirge, exakt ins Trasco-Gebirge, in den Dschungel, in das grüne Herz von Europa. Vielleicht wollt ihr mir da auch folgen. Ich habe auch eine Homepage, die ist www.manuelaholzmeister.com. So my homepage is www.manuelaholzmeister.com. And the Forestpod, the podcast about nature, wild living, environment, and of course the forest is on nearly all platforms in the world. There's about 50 or 60 platforms already. So the best way to find the Forestpod is you just Google Waldauszeiten Forestpod. Then you're gonna find Manu. So I'm an open, open face in Google. So I go and have a swim now because the sun is shining on my head and it's very hot. So bye bye.